Moin Moin, hier ist der Zapp und im folgenden Video möchte ich dir eine Erklärung zum Baumodus in Fallout 76 geben. Ich werde den Unterschied zwischen Camp und Workshop erklären, die Baumenüs und viele Details dazu erläutern und dann im Laufe des Videos immer mehr in die Tiefe gehen und zum Ende des Videos unter anderem auch genau auf den Ablauf einer Werkstatteroberung und deren Verteidigung eingehen. Da der Baumodus in Fallout 76 ein sehr komplexes Thema ist, wird dieses Video etwas länger werden. Falls du dich nur für ein ganz bestimmtes Thema interessierst oder später nochmal gezielt Details nachlesen möchtest, wird es im Kommentarbereich angepinnt ein Inhaltsverzeichnis geben, wo man mit Zeitmarken direkt zu bestimmten Stellen im Video springen kann. Das wird vielleicht auch hilfreich sein, falls man später nochmal etwas nachschauen möchte. Für Fragen zum Thema, Vorschläge zu weiteren Videos, Kritik oder Verbesserungsvorschlägen stehen euch die Kommentare zur Verfügung. Ich werde mir alles durchlesen und schnell antworten. Falls du neu hier sein solltest, auf diesem Kanal gibt es News, Guides und Gameplay zu Wirtschaftssims, Strategie- und Rollenspielen sowie MMOs und in nächster Zeit ganz besonders viele Videos zu Fallout 76. Und wenn dich das interessiert, sind 2 Klicks auf den Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben vielleicht genau das Richtige für dich. Übersicht und Unterschied zwischen Camp und Workshop. Fangen wir mit dem Camp an. Camp ist das ganz persönliche Spielerzuhause, an dem man langfristig immer weiter herumbauen kann. Das Camp verschwindet, wenn man sich ausloggt, und wenn man sich wieder einloggt, wird das Spiel versuchen, deine Basis am letzten Ort wieder neu zu errichten. Falls das aber nicht geht, weil dort zufällig eine andere Spielerbasis steht, dann wird alles automatisch in einen Bauplan verwandelt und in die Tasche gesteckt, damit man es woanders hinbauen kann. Diese automatische Blaupause findet man in den Kategorien des Baumenüs unter dem Namen Kürzlich. Es ist also eine mobile Basis, damit umzuziehen ist ganz einfach. Man muss nur an den neuen Ort gehen, an dem man seine Basis neu errichten möchte, das Camp-Modul dort aktivieren und platzieren und dann bei Kürzlich die automatisch erstellte Blaupause auswählen und in die Welt setzen. Mit diesem automatischen Bauplan kann man versuchen, die komplette Basis am neuen Ort wieder als ein Stück hinzustellen. Sollte dies nicht funktionieren, etwa weil der Untergrund zu uneben ist oder bereits vorhandene Bauteile der normalen Welt dies verhindern, kann man sich entweder eine bessere Stelle suchen oder diese Blaupause lagern. Beim Lagern wird die gespeicherte Blaupause der Basis in ihre Einzelteile zerlegt, die man dann unter Gelagert finden kann. Gelagerte Bauteile können dann einzeln Stück für Stück wieder hingebaut werden. Die Blaupause aus dem Kürzlich-Menü oder die gelagerten Einzelteile wieder in die Welt zu platzieren, kostet keine weiteren Ressourcen. Eine Verlegung des Camps kostet also nur ein paar Kronkorken, die es beim Neusetzen im Menü anzeigt. Man kann sein Camp nicht direkt wieder einpacken. Wenn man es ausgepackt hat, steht es dort und kann halt bei Bedarf an einen anderen Ort versetzt werden, aber ein Zusammenfalten oder Wegstecken gibt es zumindest derzeit nicht. Wenn man nicht möchte, dass alles herumsteht, kann man es verlegen und dann am neuen Ort einfach nicht wieder aufbauen. Das ist in etwa so ähnlich wie ein Einpacken, kostet dann aber jedes Mal ein paar Kronkorken. Workshops. Workshops sind eine Gruppenaktivität, die fest an einen Ort gebunden ist. Also zum Beispiel ein Kraftwerk, ein Schrottplatz, eine Farm. Dabei kann man gemeinsam eine Ressourcenquelle erobern, die dann aber auch wieder verteidigt werden muss. Sowohl gegen NPCs wie auch eventuell gegen andere Spieler. Dafür bekommt man die Gelegenheit, Ressourcenquellen zu besetzen mit Abbaumaschinen und bekommt dann pro x Minuten eine gewisse Menge an Materialien. Dieses Material muss man aber auch an den Maschinen direkt abholen, man bekommt sie nicht automatisch ins Inventar. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass NPCs kommen, um den Workshop zurückzuerobern. Schafft man die Verteidigung, gibt es Questbelohnungen und extra Material. Schafft man die Verteidigung gegen die NPCs nicht, ist der Workshop verloren und die Ressourcen wieder frei für alle Spieler verfügbar. Erobern und weggehen ist also keine wirkliche Option, weil man die Basis dann sehr schnell wieder verlieren wird und man auch die Ressourcen gar nicht aus den Geräten nehmen kann. So hätte man also nicht viel davon, diese Basis zu besetzen. Darum ist ein Workshop auch beim Ausloggen irgendwann verloren, weil man dann nicht vor Ort ist, um ihn zu verteidigen. Denn anders als ein Camp kann und wird ein Workshop auch angegriffen, wenn man selbst nicht online ist. An einem Workshop kann die ganze Gruppe mitbauen, aber es ist sehr viel Materialaufwand. Etwas Material bekommt man am Anfang gestellt und wenn man den Kampf verliert, ist auch alles investierte Material komplett weg. Wenn Spieler den Workshop angreifen, können sie ihn auch erobern, werden dabei aber zu Gesuchten mit Kopfgeld. Workshops können extra Werkbänke bieten, wo man ohne eigene Blaupause zum Beispiel Fusionskerne herstellen kann. Je nach Workshop kann die Gegend unterschiedliche Materialien bieten, die man mit Extraktoren ernten kann.
Während ein Workshop zum Beispiel Eisen, Stahl und Kohle bietet, gibt es an einem anderen vielleicht Blei, Silber und Kristall. Jeder Workshopplatz hat da seine ganz eigenen Ressourcen. Die Bedienung des Baumenüs. Vorwort. Die Bedienung des Baumenüs ist, zumindest nach meinem Empfinden und auf PC bezogen, noch etwas verbesserungswürdig. Allerdings ist dieser Teil des Spiels halt auch sehr komplex und dadurch wird jede Art von Bedienung ebenfalls komplex sein müssen. Wenn man vorher Fallout 4 gespielt hat, wird man viele Funktionen dieser Menüs bereits kennen. Man gewöhnt sich aber vermutlich mit der Zeit auch besser daran. Ich gehe im Folgenden fast immer auf die Tastenbelegung auf dem PC ein. Dies wird bei der Gamepad-Steuerung der Konsolen ähnlich sein, aber natürlich heißen die entsprechenden Tasten dort anders. Das Prinzip ist aber identisch. Am Anfang wird man von den vielen Möglichkeiten erstmal etwas erschlagen. Wenn man aber erstmal ein Stündchen damit herumgebaut hat, wird die Bedienung nach und nach schon flüssiger von der Hand gehen. Kommen wir zur eigentlichen Bedienung des Baumodus. Der Baumodus im Bereich von Camp und Workshop kann aufgerufen werden, indem man entweder das Camp-Modul oder die Werkstatt aus der Nähe anschaut und Bauen auswählt, oder innerhalb des Baubereichs die Taste V für einen Moment gedrückt hält. Die Hauptbedienung findet mit den Tasten Z und C sowie den Cursor-Tasten statt, die man auch Pfeiltasten nennt. Die Cursor-Tasten sind zumindest auf PC fest belegt, nicht änderbar in den Einstellungen, weshalb man die Steuerung des Spiels zumindest derzeit nicht auf Cursor-Tasten umstellen kann. Für manche Linkshänder oder Leute, die an Cursor statt WASD gewöhnt sind, ist das ungünstig, denn durch die feste Belegung sind sie für andere Bedienfunktionen nicht verwendbar. Auch die Zurückfunktion auf der Tab-Taste, um ein Untermenü zu verlassen, ist eher ungünstig gewählt. Ich hoffe mal, dass Bethesda da im Laufe der Zeit noch etwas mehr Flexibilität in Sachen Einstellung der Bedienung erlaubt. Okay. Dann aber zum wirklichen Bedienen. Wenn man den Baumodus aktiviert, erhält man am oberen Bildschirmrand eine Anzeige für die Kategorien, in denen die vielen Bauelemente einsortiert sind. Diese wechselt man mit C und Z, es wird immer nur ein Teil angezeigt und man muss nach links und rechts scrollen, um nach und nach alle Kategorien sehen zu können. Dies ist für Konsolenbedienung optimiert, die vermutlich mit den Zeigefingertasten sehr bequem durch diese Menüs schalten können. Was es alles für Kategorien gibt, werde ich später im Video noch genauer erklären. Wenn man die Kategorie gefunden hat, aus der man ein Bauteil nehmen möchte, kann man am linken Rand die einzelnen Arten von Bauteilen sehen und mit Cursor hoch runter kann man sich dort auf und ab bewegen. Einige Bauteile zeigen mit kleinen roten Pfeilen am Rand des Icons an, dass es Varianten gibt, die man dann mit Cursor rechts-links auswählen kann. Dies können unterschiedliche Skins für ein und dasselbe Item sein, verschiedene Varianten in Größe und Form oder ähnliches. Hier hilft leider nur ein Auswendiglernen mit der Zeit, denn so sind zum Beispiel bei den Wandteilen auf einem Menüpunkt Wand, Türrahmen, Wand mit Fenster, auf anderen Menüpunkten aber auch noch Varianten von Wänden wie halbhohe Wand etc. Es ist nicht immer alles hundertprozentig so angeordnet, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Gerade am Anfang wird man viele Bauteile sehen, die noch ein Verbotsschild auf ihrem Icon haben. Diese kannst du halt erstmal noch nicht bauen, dazu musst du jeweils erst den entsprechenden Bauplan im Spiel finden und im Inventory aktivieren. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der nächsten Monate und Jahre zahlreiche Erweiterungen dieser Bauteilepalette erfolgen werden und immer wieder neue Bauteile im Spiel und dann auch in den Menüs auftauchen werden. Es wird also mit der Zeit eher komplexer als einfacher werden, aber wir werden ja auch geübter damit umgehen können mit der Zeit. Bauen. Wenn man den Baumodus aktiviert hat, sieht man in der Welt rund um sich herum einen Bereich, der von einer grünen Wand umgeben ist. Dies ist der erlaubte Baubereich, der beim Camp von der Position des Camp-Moduls abhängt und beim Workshop fest vorgegeben ist. Verlässt man den grünen umgrenzten Baubereich, kann man dort nichts mehr platzieren und nach einigen Sekunden wird der Baumodus automatisch beendet. Wenn man sein Bauteil, das man setzen möchte, gefunden hat, erscheint dies vor einem in der Welt und man kann damit herumlaufen. An Stellen, wo man es nicht platzieren könnte, wird es rot dargestellt und an Stellen, wo es gebaut werden darf, färbt es sich dann grün. Man kann das Bauteil auch drehen, auf dem PC mit der linken und rechten Maustaste, etwas davon weg und heranzoomen mit dem Mausrad und durch Veränderung des Kamerawinkels kann man einige Teile auch in der Höhe variieren. So kann man zum Beispiel Bodenfundamente im Fußboden versenken oder auch etwas höher ziehen. Viele Teile benötigen einen festen Untergrund, sprich Fußboden, damit man sie setzen darf. Boden-, Wand- und Deckenteile sind dafür ausgelegt, dass sie an den Kanten aneinander heften, damit es nicht so schwer wird, sie richtig auszurichten. Auf der rechten Seite wird jeweils das benötigte Baumaterial angezeigt, das zur Erstellung des Gegenstands notwendig ist. Sollte dort etwas fehlen, so wird das Bauteil in der Welt natürlich nicht platzierbar sein und rot bleiben. Gibt es einen Grund, warum man ein Bauteil gerade nicht bauen kann, steht dies auch meistens im Klartext am rechten unteren Menürand. In etwa wie der Satz: Gegenstand kann nicht platziert werden, Überschneidung mit bestehendem Objekt.
Besondere Eigenschaften wie zum Beispiel Strombedarf oder der generierte Schutzwert werden dort ebenfalls angezeigt. Baulimit. Oben rechts sieht man auch das Budget. Dies ist die Anzeige, wie viele Bauteile man auf der Baustelle bereits verwendet hat und wie viele man noch bauen darf. Wenn der Balken voll ist, ist das Baulimit erschöpft und man kann keine weiteren Teile mehr setzen, bevor man nicht andere entfernt hat. Leider ist dieses Budget immer noch recht gering. Es gibt Vermutungen, dass das Baulimit mit dem Level steigen könnte, das kann ich aber derzeit noch nicht bestätigen. Versetzen, lagern, verwerten und ersetzen. Man kann bereits gesetzte Bauteile wieder aufheben und an einen anderen Ort platzieren. Dazu muss man in die oberste Ebene des Baumodus wechseln, nah an das Bauteil herangehen und es direkt anschauen, dann wird es markiert und man kann mit der Bautaste Bearbeiten auswählen, dann hat man das Bauteil wieder in der Hand. Dann kann man erneut damit herumlaufen und es an einer anderen Stelle oder in einer anderen Lage positionieren. Mit der Tab-Taste kann man direkt zwischen Bau- und Bearbeitungsmodus umschalten. Man kann bereits erstellte Bauteile lagern und verwerten. Dies macht man, indem man wie eben beschrieben ein Bauteil mit Bearbeiten aufnimmt oder es direkt anschaut, ohne es aufzunehmen. Und dann mit der R-Taste Lagern, Verwerten, Ersetzen auswählt. Beim Lagern wird das Bauteil weggenommen, aber nicht zerstört, sondern in das Gelagert-Menü zur späteren Wiederverwendung gepackt. Beim Verwerten bekommt man einen Teil der Ressourcen zurück und das Bauteil ist weg. Und beim Ersetzen wird das Bauteil verwertet und man bekommt direkt angeboten, an der gleichen Stelle in der gleichen Position ein ähnliches Bauteil zu setzen. Diese letzte Funktion ist zum Beispiel interessant, wenn man eine Wand durch ein Fenster oder eine Tür austauschen möchte. Die Kategorien. Neben den einfachen Kategorien wie Wände, Dächer, Böden, Treppen, Türen gibt es allerlei spezielle Kategorien von Bauteilen. Da wäre halt die Kürzlich-Kategorie, die eventuell eine Blaupause deiner letzten Basis enthält. Dann folgt die Gelagert-Kategorie, wo Bauteile enthalten sind, die du bereits einmal gebaut hattest und auch das Material dafür bereits bezahlt hast, die aber entweder aus der Kürzlich-Blaupause entstanden sind oder weil du Bauteile von deiner Baustelle entfernt hast. Bauteile, die in der Kategorie gelagert liegen, verbrauchen weiterhin Baulimit, aber beim Neusetzen kein Material mehr. Dann folgt die Kategorie Herstellung. Hier findet man alle Bauelemente für Crafting und Survival, wie Feuerstellen, Handwerkstische und auch das Power Armor Gestell. Unter Geschütze und Fallen findet man Bauteile, die gegnerischen Spielern und NPCs Schaden zufügen können, und unter Schutz gibt es Zäune und Verteidigungsmauern, Wachtürme und derlei Abwehrgebäude. Im Bereich Generatoren gibt es alles rund um die Stromerzeugung. Stromanschlüsse bieten Pylone und Verteiler, um die Kabel der elektrischen Geräte besser verlegen zu können. Und vermutlich sind dort auch Schalter zu finden. Bei Licht gibt es alle Formen von Lampen. Beim Essen gibt es alles rund um die langfristige Produktion von Essen wie Pflanzen für Felder. Zuletzt gibt es noch Kategorien für interagierbare Gegenstände wie Behälter, Geräte, Betten und Stühle. Blueprints. Man kann auch einzelne Komponenten in extra Blaupausen abspeichern, etwa um sie bei Workshops zu verwenden oder um sie mehrmals zu bauen. Oder weil man bei einem Umzug nur einen Teil des Camps behalten möchte. So kann man zum Beispiel eine Kombination aus einem Stück Wand, 2 Wachtürmen und Geschütztürmen obendrauf als Blueprint abspeichern, damit man beim Verteidigen eines Workshops diese Kombination immer wieder erneut setzen kann. Hier gibt es sicher zahlreiche weitere Verwendungsmöglichkeiten, um gerade bei den Workshops Dinge, die man immer baut, schnell verfügbar zu haben. Andere Spieler. Camps und Workshops sind für alle Spieler sichtbar und mit den meisten Dingen können sie auch interagieren oder mit Waffen Schaden darauf machen. Gruppenmitglieder dürfen an deinem Camp mitbauen, verbrauchen dabei aber auch ihre eigenen Materialien. Andere Spieler und NPCs aus der Umgebung können das Camp benutzen, solange man nicht abschließbare Türen anbringt. Sowohl NPCs wie auch fremde Spieler können das Camp oder den Workshop angreifen und beschädigen. Jedes Bauteil hat einen eigenen Zustandsbalken. Wenn ein Gegenstand zerstört wird, kann man das reparieren. Dazu geht man am Camp bzw. Werkstattmodul ins Menü und mit einem Knopfdruck werden alle zerstörten Bauteile für weniger Materialkosten, als die Errichtung gekostet hat, sofort wieder hingestellt. Wenn ein Spieler ein Bauteil zerstört oder am Workshop allein nur Material aus einem Extraktor klaut, wird er dadurch zu einem Gesuchten, erhält ein Kopfgeld und wird auf der Weltkarte markiert. Baupläne finden. Baupläne kann man überall in der Welt finden, als Zufallsdrop aus einem Gegner, als Belohnung bei Quests oder zum Beispiel einfach irgendwo auf einem Tisch herumliegend. Wenn man einen Bauplan gefunden hat, wird dieser nicht automatisch gelernt, sondern er befindet sich im Inventar in der Notizen-Kategorie. Und man muss den Bauplan dann dort erst anklicken, um ihn zu lernen. Wenn beim Anklicken nichts passiert und der Bauplan nicht aus der Tasche verschwindet, kennt man diesen Bauplan bereits und kann ihn zum Beispiel anderen Spielern verkaufen, schenken oder mit ihnen tauschen.
Natürlich sind Baupläne auch im Laden einiges wert, sodass ein Verkauf von Duplikaten eventuell auch eine gewinnbringende Sache sein könnte. Skins im Atomic Shop. Im Atomic Shop kann man zusätzliche Skins für Bauteile kaufen, die man bereits hat. Man kann sie dadurch also nicht gegen Echtgeld freischalten, wenn man den Bauplan im Spiel noch nicht gefunden hat. Es scheint auch Ziergegenstände zu geben, aber diese werden wohl nur neue Skins von anderen im Spiel bereits erhältlichen Bauteilen sein. Workshop erobern und verteidigen. Es gibt zahlreiche Workshops oder auch Werkstätten in der Welt. Diese sind überall verteilt und sind auch sehr unterschiedlich, was Lage, Größe und zum Beispiel Ressourcen angeht, die man damit verdienen kann. Einen Workshop sollte man zumindest im unteren Levelbereich nicht allein versuchen zu besetzen. Man kann ihn dann zwar vielleicht problemlos erobern, aber die dann folgenden Angriffe abzuwehren ist eher Teamarbeit oder etwas für höhere Charaktere. Vermutlich kann man dies auch üben und mit der Zeit gibt es vielleicht auch Taktiken, damit man dies dann bei Bedarf vermutlich auch allein hinbekommen kann. Zum Ablauf einer Einnahme einer freien Werkstatt. Werkstätten haben einen mehrstufigen Eventablauf, der aber eigentlich immer gleich verläuft. Jeder Eventschritt wird einzeln angekündigt, auf der Map markiert, auch für andere Spieler, und Questziele wie zum Beispiel Gegner in der Umgebung mit gelben Rauten sichtbar gemacht. Schritt 1 ist, dass man, wenn man sich einem Workshop nähert, ein Event erscheint, das einen mehr oder weniger dazu auffordert, diese Werkstatt zu besetzen. Diese Aufgabe lautet dann in etwa: Beanspruche die Werkstatt XYZ. Der Beginn dieses Events ist erstmal, alle Gegner, die in der Umgebung der Werkstatt sind, zu töten. Alle Gegner, die dafür notwendig sind, erhalten auch eine gelbe Raute auf den Kopf gesetzt, sodass man sie leichter finden kann. Der zweite Abschnitt sagt dann: Beanspruche die Werkstatt. Dazu muss ein Gruppenmitglied zur roten Werkstattbank gehen, die ebenfalls mit einer gelben Raute markiert wird, damit man sie leichter finden kann. Und dann muss man diese aktivieren und einen bestimmten Betrag an Kronkorken dafür bezahlen. Bei meinen bisherigen Versuchen waren das immer 25 Kronkorken. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in höher leveligen Gebieten die Kosten dafür vielleicht auch höher sind. Durch die Beanspruchung erhält jedes Gruppenmitglied Zugang zum Baumenü im Bereich der Werkstatt. Diese möglichen Baugebiete können sehr stark variieren. Es gibt da sehr unterschiedliche Größen. Der dritte Schritt ist dann also das Bauen an der Werkstatt. Dazu gibt es aber kein direktes Event. Eine Werkstatt hat einen Startvorrat an Ressourcen, den man nicht entnehmen kann, der aber verwendet wird, wenn man an dieser Baustelle etwas baut. Dies sollte man dann auch bald tun, denn ca. 3 Minuten nach der Übernahme gibt es den ersten Angriff von NPCs. Diese werden versuchen, die Werkstatt zu erreichen, und wenn sie es schaffen, eine gewisse Menge an Schaden darauf zu bringen, wird die Werkstatt wieder neutral. Man sollte also diese 3 Minuten eventuell nutzen, schon mal ein paar Geschütztürme zu errichten oder ein paar Mauern. Schritt 4 ist also der erste Angriff. Dies ist wieder ein Event. Dieser erste Gegenangriff besteht aus 4 kleineren Wellen von Gegnern. Hat man diese Angriffe abgewehrt, kann man dann anfangen, die Umgebung der Werkstatt nach Ressourcenquellen abzusuchen. Dort kann man dann Extraktoren errichten, von denen es für jede mögliche Ressource eigene Modelle gibt. Diese Abbaumaschinen muss man dann mit Strom versorgen, und auch an die Verteidigung sollte man denken, denn sie werden bevorzugte Angriffsquellen sein. Extraktoren erzeugen aus den Rohstoffquellen vor Ort dann seltene Rohstoffe. Dies geschieht aber langsam nach und nach. Und die erzeugten Materialien werden erstmal in diesen Geräten liegen bleiben und sich dort ansammeln. Man muss also direkt vor Ort hingehen und die Ressourcen einsammeln, und zwar am besten immer wieder. Nach einiger Zeit, bei unserem Testlauf waren es ca. 45 Minuten, wird die Werkstatt dann wieder von NPCs angegriffen. Vor kurzem wurde der Event-Timer für Events auf 72 Minuten geändert, vielleicht trifft dies auch auf Werkstätten zu. Dies ist dann Schritt 5 sozusagen. Ich gehe davon aus, dass dies regelmäßig einmal ungefähr pro Stunde stattfinden wird. Und wenn niemand anwesend ist, den Angriff abzuwehren, oder zumindest Verteidigungen existieren, die so stark sind, dass sie den Angriff automatisch abwehren können, dann wird man die Werkstatt schnell wieder verlieren. Und natürlich können andere Spieler jederzeit die Werkstatt angreifen und versuchen zu erobern. Dabei werden sie aber rot und erhalten ein Kopfgeld, genauso, wenn jemand versuchen sollte, Ressourcen aus den Extraktoren zu stehlen. Wenn ihr also nicht rot werden wollt, geht nicht bei fremden Workshops hin und klaut Material aus den Extraktoren. Dies wird euch als Gesuchten markieren. Das Werkstattsystem ist schon sehr interessant, hat aber noch ein paar Ecken und Kanten. So gibt es wohl das Problem, dass der Workshop an eine Serverinstanz gebunden ist und man durch Wechsel der Instanz den Workshop verlieren dürfte. Zumindest wird es schwer werden, wieder exakt in diese Instanz zurückzukommen, wenn man nicht gerade einen Spieler hat, der in der Instanz drin bleibt und dem man dann wieder beitreten könnte. Auch die Angriffe sind teilweise noch etwas hakelig und die Timings manchmal etwas zu lang, so dass man öfter rumsteht und nur wartet, wenn man es wirklich in einer Gruppe macht. Das liegt aber vermutlich
auch am Verhältnis von Level der Gegend zum Level der Gruppenmitglieder. So, mehr Videos mit Guides, News und Infos zu Fallout 76 findest du oben rechts beim i in der Videobeschreibung oder auf der Kanal-Hauptseite und natürlich auch auf meiner Homepage zapzockt.de, wo ich auch gern mit dir im Forum diskutiere und Neuigkeiten und Meinungen austauschen oder Fragen beantworten werde. Wenn dir dieses Video geholfen hat, die Details genauer zu verstehen, dann lass mir doch bitte einen Daumen da. Wenn du es nicht bereits getan hast, denk ruhig mal über ein Abo nach. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, wir sehen uns im Wasteland oder im nächsten Video. Ciao, ciao. Dein Zap.